So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in der Marke Point-and-Click-Adventure Nicolas, Eymerich, The Inquisitor, Book 1, The Plague. Und als erstes mal wie immer den Zeitcounter. Im Menü war ich gerade, habe den Ton ein bisschen leiser gedreht und ja, man merkt schon am Titel, jetzt ist vorbei mit der Lustigkeit. Jetzt wird es ein bisschen dunkler als sonst. Nämlich The Inquisitor spielt zur Zeit der Hexenverfolgung. Eine dunkle Zeit des Mittelalters, wo Frauen mit roten Haaren verbrannt werden und schwarzen Katern. Außerdem auch Menschen, die auf Besen rieten, wurden runtergezählt und versenkt. Eine dunkle Zeit. Ja, Nicolas Eymerich hat es tatsächlich gegeben. Im frühen Jahrhundert, er hat von 1316 bis zum 1399 gelebt, war Inquisitor, ein Päpstlicher von der Krone von Aragon und hat das Direktum Inquisitum veröffentlicht, wo es darum, 1376 hat er das veröffentlicht. Es ging darum, wie man Hexen erkennt, wie man merkt, dass man eine Hexe ist, wie man sich gegen Hexen wehrt und sowas, also ob man ihnen Flöcke durchs Hals reinhaut und sowas. Und ja, leicht an der Musik merkt man auch, dass es eher ein düsteres Let's Play wird, nicht ein lustiges oder sowas, sondern ein sehr düsternes. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf Spielen. Tutorial. Inventar klicken im Pfeil oberen Bereich, bla 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 bla, Karte, göttliche Hilfe, teuflische Kräfte bringen den Geist durcheinander, klicke auf das Kreuzsymbol. Gerne den vorherigen Notizbuch, Ziele, das Buch mit deinen Notizen über die verschiedenen Farben, ja. Durch ein Blatt der 2 100 Sprössstücke hat, allerdings wuchsen bei der Vollendung des Spiels nur 170. Das ist mal interessant. Ich kenne das Spiel nicht. Jeder Schritt, der dich der Wahrheit näher bringt, wird durch ein Blatt dargestellt. Der 2 100 Sprösslinge, allerdings wachsen bei Vollendung des Spiels nur 70 Blätter. Gibt es ein Geheimnis, darauf wartet, enthüllt zu werden? Vielleicht finden wir das Geheimnis raus. Anno Dominari 1364. Loading. Das Spiel, es ist eine mehrere Sage, Book 1, das ist jetzt Buch 1 und es gibt natürlich auch mehrere Teile, Buch 2, ich weiß jetzt nicht wie viele Teile es gibt, aber eins möchte ich euch schon vorneweg sehen, ich schaue mal, dass ich alle Let's Playe, das Spiel stammt übrigens auch von einer Verfassung ab, aber das kann ich erst in der nächsten Aufnahme sagen. Gut, ein Point-and-Click. Damit kann ich wechseln. Gut, das ist interessant. Das Spiel wird mir auf jeden Fall Spaß machen, weil es ist eher ein Korridor. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein großer Fan von Point-and-Click-Adventure. It seems that something is missing. The statue has a number of slots as big as a stone. Ja, das Spiel gibt es leider nicht in deutscher Aussprache. Da fehlt auf jeden Fall etwas. Aber Englisch wird uns auch reichen. Es gibt tatsächlich bei der Einstellung die Einstellung in Latein. Und diese Einstellung werde ich auch mal ausprobieren im Let's Play. Aber
A thick-set guard with many scars. He looks very much like a vulgar mercenary. On his arm, he wears a pendant with a strange symbol. Und ich weiß auch nicht, wie lange es geht, bla bla bla. Aber wir werden uns das auf jeden Fall mit der Wache... Wir haben es jetzt angeschaut, wir reden mal mit der Wache. My name is Nicolas Eymerich. Abbot Vinay is expecting me. Father Vinay, Father Nicolas Eymerich is here. You may enter, Father Eymerich. Ich suche hier schon dabei einen Stift, damit ich mir, weil häufig habe ich mir jetzt langsam im Point-and-Click-Adventure gewendet, einen Zettel zum Schreiben nebendran angelegt. Und natürlich muss ich den Titel auch in meine handschriftliche auf meinen Handzettel zu schreiben. Davon habe ich übrigens einen ganzen Ordner schon voll Handzettel und sowas. Das habe ich am Ende von Assassin's Creed Revelations schon erklärt. Ja, vorher lief, muss ich sagen, Port Royal, was jetzt, ich erwähne es hier trotzdem noch, dass es hier eher ein Port Royal 30 eher nicht als komplettes nacheinander Let's Play, sondern ein Lückenfüller sozusagen. Wenn ich zum Beispiel ein Spiel neu hole oder sowas, ist ein Point-and-Click. Bei Action habe ich immer genug, aber Point-and-Click, da fehlt es mir ehrlich gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn es zum Beispiel so Passagen sind, zum Beispiel, wo ich kaum noch aufnehmen kann und so, weil jetzt habe ich noch Urlaub, da nehme ich jede Menge auf. Da geht ein Mönch. Ein Mönch, stopp, Mönch. Und so weiter. Ich sehe es als Lückenfüller. Reden wir mal mit dem Mönch. I do not intend to waste my precious time. Wow, der ist cool. Also, wie gesagt, es wird nicht das farbenfreie Let's Play wie in Deponia. Later. Später. Wie das in farbenfrohe wie in Deponia, sondern eher das düstere Let's Play. Die düstere Zeit, das Mittelalter wurde auch düstere Zeit, die Hexenjagd allgemein wurde als düstere Zeit angesehen. Und schauen wir mal hier, was der Vater Uranius Abt Vinay zu sagen hat. Da ist schon mal ein Kruzifix, da hinten ist eine Kassette, bestimmt mit Ablasshandel. Ich werde mehr auf Theologie und sowas gehen, auch ein bisschen mal das Religiöse hintergehen, aber reden wir mal mit ein Stundenglas, reden wir mal mit Abt Vincent. Father Jean Vinay, Prior of Carcassonne. A man with a devious eye and an able tongue. Better not to get tangled in his words. Gut, reden wir mal mit dem Verlauften. Father Jean Vinay, Prior of Carcassonne. A man with a devious eye and an able tongue. Better not to get tangled in his words. Das ist interessant. Also, erster Eindruck vom Spiel. Das sind jetzt meine ersten 2 Räume. Man sieht hier ein bisschen das Kruzifix. Da sieht man eher nach draußen und so. Es sieht schon interessant aus. Ich gebe es mal zu. Aber wir reden jetzt erst einmal mit Pater Vinay. So, you are Nicolas Eymerich. It is a pleasure to meet you in person, even if your fame as an Inquisitor precedes you. You're surely aware that I've not been Inquisitor General of Aragon for some years. Of course. I well know that you have resided in Avignon for some time.
Indeed, it was Pope Urban who holds you in the highest esteem, who sent me the first chapters of your Directorium Inquisitorum. A truly comprehensive and learned work. Forgive me, Father Abbot, but I know well the contents of my work. I would rather know the reason for my being summoned here. You are no doubt a worthy Inquisitor, but you are also very impatient. However, you are right. Let us move on to more serious matters. Have you heard of Calcaris? Yes. I believe it is an abbey a few days' journey from here. But I have never been there. Well, that is where you must go. The abbey belongs to the Cistercians, but they have not been able to spread the faith among the people. Indeed, as far as I know, the wretched village of Calcaris is lacking a spiritual guide, and it would appear that even its priest has abandoned the church. As the area was not immune to Catharian heresy, I sent a brother of some experience there. His task was to investigate and to bring true faith among the local people. Then what? I don't think he should have much difficulty. Such heresy died with the crusade of Innocent III, and I personally took care to crush any final outbursts of that scourge. And yet we have heard nothing from this brother. Your task is to trace him. And... I beg your pardon, Father Vinet. But is it possible that here in Carcassonne you do not have an Inquisitor able to investigate a case like this? Was it really necessary to have me come from Avignon? Your perplexity is justifiable. But I asked specifically for you to come, as you know the Inquisitor I sent to Calcaris. It is Father Jacinto Corona from Valladolid. Father Corona is certainly the most suitable person to entrust with the task, and I'm sure that you will soon have his news. Really, Father Eymerich, the matter of this village must be resolved as soon as possible. I hope that I can count on you leaving immediately. Boah, also was muss ich jetzt sagen? Erster Gedanke im ersten Dialog, Junge, du siehst aus wie ein toter Punkt. Zweiter Grund, ja, Jacinto Corona. Der Name sagt mir nichts, ich google es mal später nach. Dann dritter Punkt, Directorium Inquisitorum. Den habe ich euch vorher erzählt, ist was über die Hexenverbrennung und so. Schön, dass man es ja auch anspricht. Und ja, ich würde sagen, lasst uns Inquisitor werden. Dieses Dorf bereitet euch Sorge. Erst einmal, by the way, am Ende. So, if I understand correctly, you fear that Father Corona is in danger, in the hands of menacing heretics, and that the village is revolting against the supreme power of the Church, scornful of the Holy Inquisition. So tell me, how long has Father Jacinto been in Calcaris? Since early September. No more than a month. And since then you have heard nothing from the village. Do you not think that strange?
These heretics will do anything to draw our attention. Wer ist die Wache am Eingang? The guard I saw outside appears to be a vulgar mercenary. Is that how the Inquisition protects itself? Father Eymerich, I appreciate your concern. However, you have nothing to fear. He is the bastard son of the impoverished Counts of Toulouse. His presence guarantees the loyalty of that which less than a century ago was a powerful dynasty. If you are so convinced that there are Cathari hiding in Calcaris, then I believe you should provide me with all the tools I require to fight the heresy. You must appoint me Inquisitor General, and invest me with full and unlimited powers of Inquisition throughout the region. Your insolence surprises me. You know very well that such powers are a prerogative attributed directly to me by the Holy Father. You shall go as my emissary, investigate, and if, as I believe it is necessary, we shall establish a tribunal in Calcaris. I am tired of arguing with you, Father Eymerich. I have already asked you to leave. Now is the time. Okay. Ich muss den Stall finden und ein Pferd, mit dem ich nach Calcaris komme. The year of our Lord 1364. I have been called to Carcassonne by the head of the Holy Inquisition, Father Vinay. I received his letter in Avignon. He asked me to come urgently, but did not explain why. I left my few belongings in one of the cells reserved for the brothers. Gut, dann... Abbot Vinay asked me to go and find Father Jacinto Corona in the remote village of Calcaris. He left in early September, more than a month ago, but nothing has been heard of him since. Jacinto was sent to investigate the disappearance of a local priest, a Cistercian monk. Vinay wants me, without the powers of Inquisitor General, to go to the hellhole that is Calcaris, where the Cistercians have governed since ancient times. And I wonder why. Okay, hier wird nochmal das Star gezeigt. Zurück. Das ist interessant, dann schauen wir uns doch mal hier die Sanduhr an. I don't need an hourglass to tell me I'm wasting my time. Haha, das ist cool. An hourglass. Aber trotzdem haben wir hier noch eine 1. Ja, das Ziel habe ich gesehen. Unser Inventar anscheinend gut. Versteht einer die 1 da unten? Ja, dass ich ein Pferd finde und da wegkomme. Nehme ich mal an. Dann wird wahrscheinlich auch der 1er verschwinden. I must find a stable and get myself a horse to ride to Calcaris. Ich würde tatsächlich tippen, dass es ein Ablasshandel haben. It is locked, but it does not interest me. Hallo, eine verschlossene Kiste?
Wenn da jetzt der Schlüssel liegt, hau ich ihn. Nee, ist kein verschlossener Schlüssel. Ich muss tatsächlich sagen, das Spiel ist von ersten Punkt an... Na gut, vielleicht liegt es an mir, dass ich mich sehr viel für das Mittelalterliche interessiere. Besonders für Ketzerei und sowas. Hexenverbrennung, Ketzerei war ja alle zu diesem nötigen Zeitpunkt. Und ich weiß, ich hätte eigentlich andersrum gehen sollen. Wie gesagt, da oben ist unser Inventar. Loch in der Wand. Aber ich sehe mich lieber hier ein bisschen um. Und ich bin auch ein Zeichen auf der Wand. A bas-relief with a map of this wing of the Abbey. It will help me to find my way quicker. I will copy it into my notes. Karte. Hat winziges Arbeitszimmer, Hauptkorridor. Wir sind jetzt hier am Ostflügelkorridor und gehen jetzt hier runter in den dunklen Korridor, wo ich mir denke, dass hier was Interessantes ist. Oder glaubst du, dass wir keine Edelsteine brauchen, mein Freund? Ein seltsamer Stein. Und da liegt noch einer. Joink. Es ist also schon ein Spiel, was mich interessant macht. Allein schon ein noch seltsamer Stein. Allein schon Hexenverbrennung und sowas, düsteres Mittelalter. Wer sich wirklich zum Teil damit auskennt. Oh, da liegt noch ein Edelstein. Das ist ein Saphir gewesen. Ein seltsamer Stein. Küche? Ja, gehen wir in die... Oh, da hinten ging es noch weiter, ich sah. Ich sah, dass es da hinten noch weiter ging. Innenhof. Dann geht es dazu die Stelle wahrscheinlich, aber wir schauen uns erst einmal hier noch ein bisschen um. Und mein Ding pfeift. Gegenstand aus Metall. Gut, Leute, das war jetzt der erste Part von Nicolas Eymerich, The Book, The Inquisitor, Book 1, The Plague. Und dann würde ich sagen, wir speichern mal gemeinsam und schauen uns das mal an. Speichern. 3%. 27.05. Auf das nicht arten. Aber das kann man ja irgendwie löschen und sagen, das nennt sich Let's Play. Spiel speichern. Speichern. Cool. Also dann, Leute, Wiederschauen, reingehauen. Nothing. Wiederschauen, reingehauen und Servus.